Hallo, willkommen auf meinem Kanal, hier bei YouTube. Mein Name ist Ranghild und ich liebe es, Kurzgeschichten zu erzählen. Heute geht es weiter mit dem zweiten Kapitel von Lena, mit dem Titel Das Leben hält immer Überraschung bereit. Das Leben hält immer Überraschung bereit. Dieser Satz schoss Lena durch den Kopf, als sie den kleinen Obst- und Gemüseladen betrat, der 2 Straßen von ihrer Wohnung entfernt lag. Es war einer dieser Momente, in denen das Leben plötzlich leise an die Tür klopfte und eine neue Möglichkeit hinterließ. Noch wusste Lena nicht, dass dieser Morgen anders werden würde. Und doch verspürte sie eine seltsame Vorahnung, als ihr Blick auf Herrn Schmidt fiel, der ihr ein herzliches Guten Morgen zurief. Ihre Gedanken hingen an der vergangenen Woche und an dem Tanzkurs, in den sie sich getraut hatte, hineinzuschnuppern. Lena saß an ihrem Küchentisch, eine dampfende Tasse Tee vor sich und starrte nachdenklich aus dem Fenster. Der Abendhimmel war in sanfte Rosatöne getaucht und die Stadt leuchtete allmählich in ihrem Lichterglanz auf. Doch Lena sah all das nicht wirklich. Ihre Gedanken hingen an der vergangenen Woche und an dem Tanzkurs, in den sie sich getraut hatte, hineinzuschnuppern. Es war ein kleiner Raum mit warmem Holzfußboden, in dem die Musik förmlich zu pulsieren schien. Lena hatte anfangs etwas unsicher an der Seite gestanden, doch schon nach den ersten Minuten hatte sie ein seltsames Kribbeln gespürt, als ob sie etwas Vertrautes wiedergefunden hätte. Dennoch nagten die Zweifel an ihr. War das wirklich etwas für sie? Konnte sie sich überwinden, regelmäßig hinzugehen? Ihr Handy summte. Es war Antje, ihre langjährige Freundin. »Hey Lena, wie war dein Tag?« fragte Antje, sobald Lena den Anruf annahm. Ihre Stimme klang wie immer lebhaft und neugierig. Lena seufzte. »Ach, ganz gut. Ich habe ein bisschen nachgedacht über den Tanzkurs.« »Tanzkurs? Davon hast du mir gar nichts erzählt«, rief Antje begeistert aus. »Was für ein Tanzkurs?« »Nur so ein Schnupperkurs. Es war eigentlich ganz nett, aber ich weiß nicht, ob das wirklich was für mich ist.« Antje lachte. »Du und deine ewigen Zweifel. Komm schon, erzähl mir mehr. Was hat dir gefallen?« Lena nahm einen Schluck Tee und suchte nach den richtigen Worten. Die Musik war schön und es war irgendwie befreiend, sich zu bewegen, aber ich weiß nicht, ob ich da reinpasse, ob ich überhaupt die Zeit finde. »Pappalapapp«, unterbrach Antje sie. »Du hast immer Zeit für die Dinge, die dir guttun. Und mal ehrlich, wie oft reden wir darüber, dass wir beide mal was Neues ausprobieren wollen? Du hast den ersten Schritt gemacht und ich finde das super.« Lena zögerte. Vielleicht. Aber es ist nicht nur die Zeit, es ist auch, na ja, die anderen Leute dort schienen alle so selbstbewusst. Antje schnaubte. Ach, Unsinn. Selbstbewusst wirkt man oft nur nach außen. Glaub mir, da sind bestimmte Leute, die genauso unsicher sind wie du. Und außerdem, denk an die Vorteile. Es ist Bewegung, es macht Spaß und wer weiß, vielleicht triffst du ja neue Leute. Lena musste lächeln. Antjes Begeisterung war ansteckend. Du hast vielleicht recht. Aber was ist, wenn ich mich doch nicht traue oder nicht dranbleibe? Dann komme ich einfach mit, erklärte Antje ohne zu zögern. Ich wollte schon immer tanzen lernen. Vielleicht ist das genau das, was wir beide brauchen, ein bisschen Schwung in unser Leben. Lena stellte sich Antje in dem Tanzraum vor, wie sie mit ihrer ungezwungenen Art sofort alle um sich scharte. Die Vorstellung brachte sie zum Lachen. Du meinst das ernst, oder? Aber sicher, Antje klang entschlossen. Du meldest dich an und ich komme mit. Gemeinsam packen wir das. Und falls es uns nicht gefällt, können wir immer noch sagen, dass wir es versucht haben. Lena spürte, wie sich ein Knoten in ihrem Bauch langsam löste. Die Vorstellung, nicht allein zu sein, sondern ihre beste Freundin an ihrer Seite zu haben, gab ihr Mut. Okay, sagte sie schließlich. Wir machen das. Ich melde uns an. So gefällt mir das, rief Antje triumphierend. Das feiern wir morgen Abend. Ich bringe eine Flasche Wein mit. Lena lachte, während sie das Gespräch beendete. Sie fühlte sich leicht. Vielleicht war dieser Tanzkurs wirklich der Anfang von etwas Neuem, etwas, das sie schon lange gesucht hatte, ohne es zu wissen. Am nächsten Morgen machte sich Lena auf den Weg zu dem kleinen Gemüse- und Obsthandel, 2 Straßen weiter.
Sie mochte die familiäre Atmosphäre des Ladens, in dem man nicht nur einkaufen, sondern auch ein paar Worte wechseln konnte. Als sie eintrat, fiel ihr Blick sofort auf Herrn Schmidt, den Inhaber, der hinter der Kasse stand. Guten Morgen, Frau Müller, grüßte er freundlich und trat an die Waage, während Lena ihre Auswahl traf. Seine Augen folgten jeder ihrer Bewegung, was Lena zuerst leicht irritierte. Doch je länger sie dort stand, desto mehr merkte sie, dass sie den bannenden Blick von Herrn Schmidt nicht unangenehm fand. Im Gegenteil, es war ein seltsam ungewohntes, aber angenehmes Gefühl, so viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie geht es Ihnen heute? Fragte Herr Schmidt, während er sorgfältig Äpfel, Tomaten und frische Kräuter in eine Tüte packte. Lena zögerte kurz. Dann lächelte sie. Ganz gut, danke. Und Ihnen? Ach, es läuft wie immer, aber genug von mir. Was gibt es Neues bei Ihnen? Seine Stimme war warm, und er sah sie an, als interessiere ihn wirklich, was sie zu sagen hatte. Spontan erzählte Lena von ihrem Tanzkurs. Sie berichtete von der Musik, der Bewegung und wie viel Spaß es gemacht hatte, auch wenn sie sich anfangs unsicher gefühlt hatte. Herr Schmidt hörte aufmerksam zu, nickte ab und zu und stellte ein paar Fragen, die ihr zeigten, dass er wirklich bei der Sache war. Das klingt wirklich toll, sagte er schließlich, als er ihr die fertig gepackte Tüte überreichte. Wissen Sie was? Das sollten Sie unbedingt weitermachen. Und falls Sie nach all dem Tanzen Lust auf eine Pause haben, könnte ich Sie auf einen Kaffee einladen. Lena spürte, wie ihr Herz einen kleinen Sprung machte. Sie war sprachlos. Ihr erstes Date. Oder zumindest eine Einladung. Seit so vielen Jahren. Das, das klingt schön, brachte sie schließlich hervor und erwiderte seinen Blick. Dann morgen? Nach Ihrem Einkauf vielleicht? Fragte Herr Schmidt mit einem sanften Lächeln. Lena nickte langsam, immer noch etwas überwältigt von der Situation. Ja, morgen klingt gut. Als sie den Laden verließ, fühlte sie sich aufgeregt und doch erstaunlich glücklich. Vielleicht war dieser Tag wirklich ein weiterer Anfang, nicht nur für das Tanzen, sondern auch für etwas, das sie lange nicht mehr erlebt hatte. Echte Verbindung. Doch als Lena zu Hause ankam und die Einkaufstüte abstellte, kehrten die Zweifel zurück. Was, wenn sie morgen doch nicht die richtigen Worte finden würde? Was, wenn Herr Schmidt seine Einladung nur aus Höflichkeit ausgesprochen hatte? Was, wenn sie sich lächerlich machte? Die Gedanken kreisten immer schneller, während sie sich eine Tasse Tee aufgoss und sich an den Küchentisch setzte. Sie hatte es schon einmal erlebt, diese Unsicherheiten, die sie dazu brachten, einen Schritt zurückzugehen, statt vorwärts. Was, wenn sie wieder einen Rückzieher machte? Was, wenn sie sich selbst um die Chance brachte, etwas Neues zu wagen? Lena atmete tief ein. Sie erinnerte sich an den Tanzkurs, daran, wie sie sich überwunden hatte, hinzugehen. Es war nicht perfekt gewesen, aber es hatte ihr ein Gefühl von Lebendigkeit gegeben. Vielleicht war dieser Kaffee mit Herrn Schmidt ein weiterer kleiner Schritt in diese Richtung. Ein Schritt, der sie wieder spüren ließ, dass das Leben noch Überraschung bereithielt. Mit einem entschlossenen Nicken stellte sie die leere Teetasse in die Spüle. Sie würde hingehen. Und wenn sie sich dabei unwohl fühlte, dann wäre das auch in Ordnung. Es ging darum, es zu versuchen und nicht perfekt zu sein.